Hi, ich bin Chris. Ich zeige euch heute meinen Dachgeschossloft. Kommt rein. So, hier sind wir jetzt direkt in meiner Wohnküche, meinem Esszimmer. Also ich wohne hier auf ca. 130 Quadratmetern, auf 3 Stockwerken in der Mietwohnung. Was ich an der Wohnung sehr mag, ist der komplett offene Schnitt. Ich habe quasi keine Türen, bis auf der Toilette und meinem Abstellraum. Die Wohnung bzw. das ganze Haus wurde von einem Architektenpaar entworfen und hat natürlich sehr viele Besonderheiten wie diese vollflächigen Fensterstreifen auf dem Dach. So, hier wären wir dann auch schon direkt bei einem der wichtigsten Möbelstücke in meiner Wohnung. Bei meinem Esstisch, den habe ich mit einem Freund zusammen selbst gemacht, mit Holz von meinem Papa, der leider mittlerweile verstorben ist. Und das lag lange Zeit bei uns zu Hause rum. Und nach dem Tod von meinem Papa habe ich dem dann neues Leben gegeben. Ich bin gelernter Zimmermann tatsächlich. Es ist viele Jahre her, aber ein bisschen nimmt man natürlich auch mit. Deswegen liegen mir Holzarbeiten ganz gut. So, hier wären wir dann auch schon in meinem Einkaufsbereich und meiner zweiten Küche, beziehungsweise die Küche und der Kaufladen meiner Tochter. Hier wird viel gespielt, hier kaufe ich auch gelegentlich Eis oder eine Pizza, Burger ein. Genau. Eine meiner großen Leidenschaften sind auf jeden Fall Sitzgelegenheiten, wie man hier schon ein bisschen sieht. Unter anderem habe ich hier den wunderschönen Presschair von Nils Holger Mohrmann. Sehr, sehr tolles Stück, sehr, sehr leicht. Ne? Reichen 2 Finger dafür. Oder hier auch ein Klassiker von Marcel Breuer. Den habe ich tatsächlich auch seit neuestem auf dem Schenkel. So, ein weiteres Highlight in meiner Wohnung ist auf jeden Fall der Eckchair hier. Den bekommt meine Tochter in ihre erste Wohnung. Ist auch ihr Lieblingssesselstuhl bei uns. Aber es dauert hoffentlich noch ein Weilchen. Vieles sieht sehr teuer aus, aber das meiste kaufe ich tatsächlich Secondhand. Unter anderem auch dieses schöne Stück habe ich auf Kleinanzeigen geschossen, tatsächlich in Osnabrück. Also teilweise fahre ich auch wirklich einige Kilometer, um mir ein schönes Möbel zu holen. Oder eben auch das schöne IKEA Vintage Regal aus den 80ern. Ja, ist auch auf jeden Fall was Besonderes. Ich bin ja sehr, sehr großer Fan von einem Holzboden. Als Zimmermann liegt es relativ nahe. Aber ich habe hier einen wunderschönen gegossenen Boden. Ich nehme mal an Beton. Das ist sehr schön einheitlich. Ich mag das, wirkt unauffällig, aber es ist trotzdem schön. Genau, für die Gemütlichkeit habe ich Teppich. Ich bin großer Teppich-Fan, auch das sieht man eigentlich auf jedem Stockwerk. Ja, hier ist die offene Küche. Sehr, sehr schöner Platz zum Kochen. Meistens mit meiner Tochter zusammen. Die sitzen entweder irgendwo hier oder da oder drüben im Eckchair und man hat so die Wohnung vor sich. Ja, hier kommen wir gleich zu weiteren Babys von mir.
zwar bei meinen Gitarren. Ich spiele sehr leidenschaftlich gerne, noch gar nicht so lange. Ja, es ist ein schöner Ausgleich zu einem nicht immer ganz entspannten Beruf. Okay, hier sind wir bei einer meiner Leidenschaften, Sneakers. Ja, ich wirke schon fast wie so ein Sammler, ne? So, dann sind wir auch schon beim letzten Bereich im Erdgeschoss angekommen. Hier haben wir dann quasi auch die einzige Türe, um den Raum zu verschließen. Genau, hier geht es nämlich ins Bad. Hier ist so der Abstellraum. Alles, was man nicht unbedingt zeigen möchte, ist hier drin. Ansonsten ist es in der Wohnung ja relativ clean und aufgeräumt. Da drinnen sieht es dann ein bisschen anders aus. Also, dann komm mit, dann gehen wir jetzt nach oben in den Wohnbereich. Für mich so der wichtigste Raum oder der wichtigste Bereich. Hier halte ich mich am meisten auf. Im Wohnzimmer, wie ihr seht, alles offen. Auch immer wieder ein paar Klassiker auf jeden Fall mit eingebaut. Hier mein Wohnzimmertisch, das Vitra Surfboard, mag ich sehr. Eine meiner neuesten Errungenschaften sind diese Spiegelpaneele. Die habe ich in Frankfurt in einem Vintage-Laden geschossen. Das sind so 80er, 90er Ikea-Paneele. Fand ich super spannend, im Gesamten auch. Hier ist relativ neu, habe ich mir so einen kleinen Dschungelbereich gemacht. Das Schild symbolisiert ganz schön, um was es im Wohnzimmer geht. Abhängen, chillen. Natürlich auch wieder diverse Sitzgelegenheiten. Mein Togo-Sessel ist vielleicht eins meiner glücklichsten Käufe bei Kleinanzeigen. Ich glaube, der lag bei 150 €. Sehr guter Schnaps, sag ich mal. Ja, das ist tatsächlich mein einziger Fernseher. Die Technik ist ein ganz großes Ding bei mir. Schönes Teil. Ein weiterer wichtiger Punkt bei mir ist auf jeden Fall die Musik, ein täglicher Begleiter. Nicht nur privat, sondern auch beruflich habe ich sehr viel mit Musik zu tun. Ich bin Veranstalter, ehemaliger Clubbetreiber, habe diverse Gastronomien in Stuttgart. Und immer ist da so ein bisschen Subkulturmusik dabei und genau deswegen ist für mich ein guter Klang in der Wohnung sehr, sehr wichtig. Und dadurch, dass ich ja auch diverse Gastronomien habe oder hatte, habe ich mich da auch natürlich immer um das Interieur gekümmert und das Design der jeweiligen Location. Hier habe ich tatsächlich ein Stück von unserem Club. Vor 2 Jahren haben wir den Club verkauft. Und das war ein Geschenk von unseren Mitarbeitern und das ist eben ein Stück Club. Mein Ziel war immer, nicht stehen zu bleiben und ich hatte auch nicht vor, mit einem Club oder dem Nachtleben alt zu werden, sondern ja, das war ein Zeitabschnitt und jetzt beginnt ein neuer und das ist auch gut und richtig so. Gehen wir mal rüber in den Arbeitsbereich. Die ersten Schuhe meiner Tochter, das bin ich, als ich sehr jung war noch auf jeden Fall. Hier geht es in den Bereich meiner Tochter. Hier haben wir eine Besonderheit und zwar, das ist eine abziehbare Tapete. Für meine Kleine habe ich die ausgesucht und sie damit überrascht. War auf jeden Fall eine große Freude.
Ist super einfach anzubringen und gerade in der Mietwohnung natürlich auch sehr geschickt, weil ich das einfach wieder abziehen kann. So, letzter Stock, Schlafzimmer. Klein, aber fein. Für mich immer so ein kleines bisschen Gefühl von Baumhaus und das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne und ist auch so ein bisschen ein Rückzugsort in der Wohnung selbst. Ist auch einfach schön hier oben zu stehen und man hat so das Gefühl, man ist in einem Haus und nicht in einer Wohnung. Wenn meine Tochter älter ist, dann ist es auch irgendwann nicht mehr eine geeignete Wohnsituation. In einem Teenageralter möchte man sich mal ein bisschen zurückziehen, abkapseln von dem Papa und da muss es dann irgendwann wohl auch ein eigenes Zimmer geben. Aber für den Moment, für die nächsten Jahre ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Wohnung. Das war die Roomtour. Schön, dass ihr dabei wart in meinem Dachgeschossloft. Für weitere Inspo klickt hier oder abonniert den Kanal. Bis bald. Ciao.